Hallo ihr Lieben, nach der gerollten Baklava folgt eine moderne Version, die auf Instagram und TikTok schon seit langem ziemlich beliebt ist und deswegen stelle ich euch heute mein Rezept dafür vor. Für den Sirup benötigen wir Wasser, Zucker, Orangen- und Rosenblütenwasser, Honig und eine Zitronenscheibe. Für die Nussschicht Haselnüsse, Walnüsse, Zimt und Butter. Für die Creme Zucker und Vanille, Eier, Speisestärke, Sahne, Frischkäse und Mascarpone. Und natürlich, wie sollte es anders sein, Yufka-Teig, den findet ihr zum Beispiel im türkischen Lebensmittelgeschäft, und Butterschmalz. Für die Deko gehackte Pistazien und Rosenblüten. Los geht's mit dem Sirup und dafür vermischen wir das Wasser, den Zucker und Honig in einem Topf. Stellt den Topf auf den Herd und kocht das Ganze erstmal auf. In der Zwischenzeit könnt ihr zum Beispiel die Zitrone schneiden, da brauchen wir allerdings nur eine Scheibe. Und wenn der Sirup so schön kocht, reduziert ihr die Hitze ein bisschen auf Stufe 7 von 9, damit er nicht überall herumspritzt und ihr dann eine Sauerei habt, und kocht ihn circa 2 Minuten lang. Nach dieser Zeit ist er immer noch recht flüssig, aber beim Abkühlen wird sich das ändern. Jetzt fügt ihr noch Orangen- und Rosenwasser hinzu und die Zitronenscheibe und lasst ihn auskühlen. Danach wird das Butterschmalz geschmolzen und ihr nehmt den Yufka-Teig aus der Verpackung. Von der Gesamtmenge an Blättern entnehmt ihr 8 Stück. Die restlichen verpackt ihr wieder. Diese könnt ihr zum Beispiel verwenden, um Käsepitta zuzubereiten. Was ich genau damit meine und wie das funktioniert, könnt ihr im Rezept auf meinem Blog nachlesen. Die Verpackung einfach mit Alufolie fest verschließen und in den Kühlschrank stellen. Anschließend legt ihr den Boden einer 24er Springform mit Backpapier aus. Legt das erste Blatt mit der langen Seite vor euch und bestreicht es mit ein wenig vom Butterschmalz. Jetzt einmal falten und das Blatt so in die Form legen, dass die Ränder überstehen. Dasselbe macht ihr mit den übrigen Blättern und legt sie kreisförmig in die Form, so dass der Rand mit Yufka-Teig belegt ist. Zum Schluss wird ein Teil des Randes mit einer Schere entfernt, achtet aber darauf, dass oben immer noch ungefähr 2 bis 3 cm Rand überstehen, denn beim Backen kann es nämlich passieren, dass euch die Schichten sonst einsinken und wenn ihr oben diesen Rand habt, dann passiert das nicht. Das, was wir vorhin weggeschnitten haben, landet in der Mitte und wird mit etwas Butterschmalz bestrichen. Die Form stelle ich nicht auf die mittlere Schiene, sondern ein bisschen niedriger auf Stufe 2. Jetzt werden die Yufka-Schichten vorgebacken und zwar bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 8 bis 10 Minuten. In der Zwischenzeit könnt ihr die Hasel- und Walnüsse grob zerkleinern und vermischt sie mit dem Zimt und der geschmolzenen Butter. Für die Creme gebt ihr Mascarpone und Frischkäse in eine Schüssel, fügt Zucker und Vanille hinzu und mixt das Ganze erstmal kurz cremig. Rührt die Speisestärke ein. Die Eier und zum Schluss die Sahne. Nach dem Vorbacken nehmt ihr die Springform aus dem Ofen und verteilt auf dem Boden die Nussschicht. Jetzt folgt die Creme und euer Baklava Cheesecake ist bereit wiederum für den Ofen.
Diesmal reduzieren wir die Hitze ein bisschen auf 170 statt 180 Grad und backen den Cheesecake circa eine Stunde lang. Nach dem Backen öffnet ihr die Ofentüre und lasst ihn noch circa 10 Minuten auf diese Weise drin stehen. Er ist oben noch ein bisschen wabbelig, solange er warm ist, aber keine Angst, durch das Auskühlen wird er schön fest. Wenn er nicht mehr heiß ist, nehmt ihr ihn auf diese Weise aus der Form heraus, das heißt ihr zieht den Rand nach unten und den Boden nach oben, dann geht auch der Jufka-Teigrand nicht kaputt. Bestreicht die Ränder ein bisschen mit dem ausgekühlten Sirup und zum Beispiel auch das Innenleben, denn da verteilen wir jetzt gleich die Pistazien und Rosenblüten. Danach stellt ihr den Cheesecake für mindestens 3 bis 4 Stunden, am besten aber über Nacht in den Kühlschrank. Ich hoffe sehr, dass euch mein diesjähriges Ramadan-Special gefallen hat, denn das ist das letzte Video davon. Ich habe in den vergangenen Wochen auf meinem Kanal inklusive Shorts über 20 Videos veröffentlicht und hoffe sehr, dass da für euren Geschmack etwas dabei war. Wenn das der Fall ist, dann abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen Kommentar und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.